Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich möchte euch etwas über Heimat erzählen. Wie viele andere auch bin ich nicht in Österreich geboren. In meiner alten Heimat war Krieg. Ich glaube, dort war immer schon Krieg und es wird auch immer so sein. Damals war ich noch zu jung, um zu verstehen, was passiert. Ich erinnere mich noch an den Lärm, an die Helikopter und Bomben, den Geruch von Tod und an die ständige Gefahr. Irgendwann hat meine Mutter gesagt, dass wir weg müssen. Wir sind durch den Wald gelaufen, mein Vater, meine schwangere Mutter und wir kleine Kinder. Es war Winter und wir haben die Wölfe gehört. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, in Sicherheit zu sein, war, als wir in einem Flüchtlingsheim angekommen waren. Mein Vater hat uns alle in den Arm genommen und gesagt, die Zeit des Krieges ist vorbei. Wir sind jetzt endlich in Sicherheit. Wir haben alle geweint. Wien ist jetzt meine Heimat, meine neue Heimat. Früher war das ganz normal für mich. Aber irgendwas hat sich verändert in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, manche Leute haben Angst vor mir, wenn ich sage, woher meine Familie kommt und welche Religion ich habe. Andere blicken auf mich von oben herab. Es ist irgendwie so, als ob man in zwei Welten gleichzeitig lebt. Ich bin ein gläubiger Muslim. In meiner alten Heimat waren das die meisten. In Österreich ist das anders. Wenn ich sage, dass ich ein Muslim bin, glauben manche, dass ich ein Salafist bin. Oder noch schlimmer, ein Terrorist. Ich höre auch oft, meine Religion sei gewalttätig oder zu extrem. Frauen würden im Islam unterdrückt und es wäre erlaubt, Kuffar zu töten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Islam kommt nicht mit dem Schwert. Islam kommt mit Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Euer Herr hat sich selbst zur Barmherzigkeit verpflichtet. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber dann bereut und es wieder gut macht, so ist er allvergebend und barmherzig. In den U-Bahn-Zeitungen steht meistens nur Schlechtes über Muslime. Das macht manchmal traurig, manchmal wütend und manchmal auch irgendwie paranoid. Und irgendwie glaubt man, dass die ganze Welt schwarz-weiß ist und man in der neuen Heimat nicht willkommen ist. Es gibt einfach viele Menschen, die wenig Wissen über den Islam haben und es gibt viele Menschen, die Angst vor Dingen haben, die sie nicht kennen. Natürlich gibt es auch Rassisten und Menschen, die Muslime hassen. Zum Beispiel die Pegida-Leute. Aber ich finde, man muss da genauer hinschauen, denn die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Wer sind denn die Menschen, die gegen Pegida demonstrieren? Wer sind die Menschen, die Flüchtlingen aus muslimischen Ländern in Österreich helfen? Es sind hauptsächlich Menschen, die IS-Prediger als Kuffar bezeichnen würden. Als im Jänner in Texas, USA eine Moschee niederbrannte, übergab die jüdische Gemeinde den Muslimen den Schlüssel ihrer Synagoge, damit diese dort beten konnten, bis das in der Moschee wieder möglich war. Und bereits nach einem Tag spendeten tausende Amerikaner mehr als $800.000, damit diese Moschee wieder aufgebaut werden konnte. Meine Brüder und Schwestern, wenn Menschen, egal ob Unwissende oder Rassisten, Jugendliche, die glauben, sie machen Dauer, oder Menschen, die Takfir predigen, sagen, der Islam ist gewalttätig und befiehlt zu töten, lasst euch nicht vom Weg abbringen und haltet ihnen die Barmherzigkeit entgegen. Seid ein Vorbild für unsere jüngeren Brüder und Schwestern, deren Imam, deren Glaube noch nicht so stark ist. So wie Rustam und Moser, zwei junge Norweger mit tschetschenischen Wurzeln. Im Sommer 2011 tötete der rechtsextreme Terrorist Andres Breivik bei einem Anschlag auf ein Ferienlager in Norwegen 77 Menschen. Die beiden versuchten ihn zuerst mit Steinen am Kopf zu treffen und K.O. zu schlagen. Als das nicht gelang, retteten die beiden 23 verzweifelte Kinder, die auf der Flucht im eiskalten Wasser zu ertrinken drohten. Sie haben einfach Menschen gerettet. Solche Sachen habe ich nie in den U-Bahn-Zeitungen gelesen. Warum eigentlich? Ich glaube, es gibt bei allen Menschen solche und solche. Man kann nicht die sagen. Und ich glaube, Gott ist bei denen, die Gutes tun. Egal wer sie sind und an was sie glauben. Für jeden von euch haben wir eine eigene Tradition und einen eigenen Weg bestimmt. Wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er teilte euch auf in verschiedenen Gemeinschaften und wollte euch so in dem, was er euch gegeben hat, auf die Probe stellen. Wählt einfach nur nach den guten Dingen. Ich möchte meine alte Heimat in meinem Herzen behalten. Aber in meinem Herzen ist nicht nur für eine Heimat Platz. Ich möchte eine Welt schaffen, in der das, was ich in meiner alten Heimat gesehen habe, nicht mehr möglich ist. Inshallah, dafür werde ich jetzt kämpfen. Hier in meiner neuen Heimat. Das ist mein Weg. Assalamu alaikum. Jamal Al-Khatib.